Det finns en hel rad andra gränsforskare som lyckas kommunicera med döda via elektronisk utrustning. Här ses König under en uppmärksammad direktsändning med andra sidan från Radio Luxemburg som nådde omkring 2 miljoner människor. Men de mest uppmärksammade gränsforskarna idag är makarna Hasch-Fischbach i Luxemburg. De forskar i elektronisk transkommunikation. Men det började med tombandsröster i mitten på 80-talet. I likhet med de flesta andra började det med den enkla Jürgenson-metoden. Det vill säga man ställer in en radio på mellanvåg 1485 kHz. Någonstans mellan stationerna där det bara hörs brus och ingen radiosändning. Men ibland hörs röster av döda där, av den typ som Liz och Ebbe fick in i radion. Hasch-Fischbach har med hjälp från andra sidan utvecklat tekniken och har nu fått kontakt både via radio och tv men även via dator och telefon. Det här har gett en anstormning av intresserade och tvivlare som i sin tur har lett till att paret var tvungna att skaffa sig hemlig telefon och adress. Men det ger ut en tidning 2 gånger per år via Zettel där de informerar om sina kontakter. Sedan ett år tillbaka har det nära samarbete med Malkoff och Homes i Tyskland, vilka vi träffade sommar 91. Friedrich Malkoff, som även är talesman för Zettel, tog emot oss i sitt hem i Schweiz. Mein Name ist Friedrich Malkoff. Ich bin 48 Jahre alt und pensionierter Eisenbahnbeamter. Ich beschäftige mich zusammen mit meinem Freund Adolf Homes seit 1987 mit der Transkommunikation. Das heißt, wir haben begonnen mit Tonbandstimmen, wie es hier in Deutschland sehr viele machen. Wir sind dazu gekommen durch Sendungen über Radio und Fernsehen von RTL Plus. Dort wurden immer die unglaublichen Geschichten gebracht. Und Ende 87 hatte ich einfach mal selbst versucht, ob das mit diesen Tonbandstimmen stimmt. Ich habe dann begonnen, habe mir den Kassettenrekorder und die verschiedenen Geräte, die dazu gebraucht werden, gekauft und habe mit Tonbandstimmen Einspielungen begonnen mit einem Radiogerät, welches in slawischer Sprache eingestellt war. Dazu das Mikrofon und so haben wir unsere ersten Versuche gestartet. Hösten 88 besökte Malkoff och Homes ett möte i Darmstadt där bland annat makarna Hasch-Fischbach berättade om sitt forskningsarbete och sina erfarenheter av elektronisk transkommunikation. Diese Ergebnisse waren für uns überwältigend. Erstens mal von der Länge der Texte, dann auch von der Qualität her. Und außerdem wurde mitgeteilt, dass diese Familie Kontakte über Computer, Radiostimmen direkt über Lautsprecher hörbar, Telefonkontakte und Bildkontakte haben sollte. Mein Freund Adolf und ich haben uns dann circa 7 Wochen lang mit der Arbeit der Familie Hasch in Gesprächen auseinandergesetzt und oft erbitterte Debatten geführt für das Für und Wider dieser Kontakte. Zum Abschluss unserer Betrachtungen über die Luxemburger Sache sind wir zu dem Ergebnis gekommen, dass Adolf gemeint hat, diese Kontakte wären getrickst und ich habe gesagt, dass diese Kontakte für mich echt sind. Malkoff och Homes fick hjälp av en elektriker
att bygga upp samma anläggning som Hars-Fischbach använde, en GA1. Den består av 2 specialantenner med dioder, en handhållen CB-testgenerator, radio, UV-lampa och en kvartskristall. Den 14 januari 1989 gjorde den första inspelningen med den här anläggningen. Und hatten beim Abhören des Bandes dann eine klare Frauenstimme auf Band, welche sagte, die Seelen werden abheben zu uns. 2 Tage später hat sich in Rievenich bei Adolf zum ersten Mal eine Stimme gemeldet, die sehr tief und schleppend war und sehr langsam gesprochen hat, die sich als Thomas identifizierte. Der Thomas sagt hier weiter: Solange ihr diese große Aussteuerung habt, werden wir uns für die Transkommunikation einsetzen. In dem folgenden Beispiel sagt uns Thomas: Wir haben mit negativen Kräften zu kämpfen, die immer vorhanden sind. Zwischen Gut und Böse ist manchmal nur ein kleiner Unterschied. Grüße von Konstantin Raudive und Friedrich Jürgenson. Thomas hat sich circa nach einem Jahr der Kontakte identifiziert über Computerkontakt als Thomas von Canterbury 1118 bis 1170, besser bekannt unter dem Namen Thomas Becket, der unter Heinrich II. Reichskanzler und Erzbischof von Canterbury war. Thomas ist zwischenzeitlich der Hauptsprecher einer Jenseitsgruppe, die sich Sondral nennt. I följande kontakt från den 28 februari 89 hör man Holmes anropa Sversensalter från sin anläggning i Rievenich och besvarar anropet omedelbart. Ich würde gerne einmal mit Sven Solter sprechen, von der 3. Ebene.
Sversen Salter har senare uppgett att hon var vetenskapsman i en parallellvärld till vår som hette Varid, där hon dog på grund av en olyckshändelse 1987. Hon arbetar nu med transkommunikation på andra sidan och har haft kontakt med Hash Fishbash över dator, tv och telefon ända sedan december 87. Den här bilden som kom in på Hash Fishbash TV den 24 september 88 visar ett laboratorium på andra sidan där de experimenterar med orgonenergi, därav skyddskläderna. Kvinnan till vänster på bilden är Sversen Salter. I nästa inslag hör vi den döde tyske raketforskaren Werner von Braun. Så här såg han ut när han levde. Han var åren 1960 till 1970 direktör vid amerikanska rymdflygstyrelsen NASA och ansvarig för utvecklingen av Saturnus-raketerna. Han dog 1977. Här hör ni honom i en direktkontakt över radio med HMS, station Rivenich, måndagen den 16 mars 1989 klockan 11.30. Nu har även Malkoff och Holmes i likhet med Hash Fishbash börjat få förvarning över telefon eller dator när kontakten ska ske nästa gång. Så här kan ett förhandsmeddelande på datorn se ut. Det slår på den stora färg-tvn i vardagsrummet klockan 11.20 och får den 17 oktober 89 sin första tv-kontakt från andra sidan med bild och ljud samtidigt. En stillbild cirka 24 sekunder och tal cirka 95 sekunder.
Und es war der erste Kontakt, der von drüben kam mit Bild und Ton. Seit dieser Zeit kommen immer wieder Kontakte mit Ton nur oder auch mit Bild und Ton in Rievenich zustande. Station Rievenich, 22.11.89, mittwochs. Thomas, bist du das? Ein Verbindungskontakt zu Friedrich Markov